Willkommen bei der Fahrschule. Mein Name ist Soran, ich bin der Fahrlehrer und dein Coach. Wir kommen jetzt hier zum 7. Video und befinden uns in der Leistungsstufe. Hier laut unserem Plan sind wir jetzt beim Abbiegen. Rechts abbiegen, links abbiegen, worauf du achten musst, wie du dich einordnen musst, ganz wichtig. Woran du eine Einbahnstraße erkennst, wann du Bus und Bahn durchlassen musst und Fußgänger und Fahrradfahrer. Okay. Rechts abbiegen. Wir fahren mit ausreichendem Abstand am rechten Fahrbahnrand entlang. Wenn wir abbiegen möchten, müssen wir es rechtzeitig anzeigen, damit alle anderen Verkehrsteilnehmer wissen, wohin wir fahren. Also nicht nur das Fahrzeug hinter uns, sondern auch entgegenkommende Fahrzeuge oder die aus der Seitenstraße kommen. Aber auch die Fußgänger, die eventuell die Straße überqueren möchten. Du blinkst immer für alle anderen Verkehrsteilnehmer, damit du sicher abbiegen kannst, ohne dass da Missverständnisse entstehen. Wichtig dabei ist, früh zu blinken, aber nicht zu früh. Wenn da eine Straße vorher kommt, dann musst du danach blinken. Oder wenn jemand aus einer Einfahrt kommt, ist es ratsam, den Blinker auch erst danach einzuschalten. Er könnte sonst davon ausgehen, dass du in diese Einfahrt einfahren möchtest und er fährt dann raus. Dies führt nur zu Missverständnissen. Also deutlich fahren, damit da nichts passieren kann. Und immer erst blinken, dann bremsen. Denn dann ist der Hintermann schon mal vorgewarnt, dass du gleich bremsen wirst. Wenn wir rechts abbiegen, müssen wir die Fußgänger hier rechts erstmal über die Straße lassen. Das gilt auch ohne einen Fußgängerüberweg. Wenn wir Abbieger sind, dann haben sie Vorrang. So, und das ist die Reihenfolge, die du dir merken musst. Du sicherst vorher ab, durch den Innenspiegel und Außenspiegel, dann Blinker an, erst vom Gas weg, dann bremsen, an Kupplung drücken, zurückschalten, Kupplung langsam lösen, Schulterblick und lenken. Blick wieder weit nach vorne und beschleunigen, wenn es frei ist. Bevor wir rechts abbiegen, müssen wir uns immer vorher rechts einordnen. Das heißt also, nach dem letzten geparkten Auto fahren wir rechts rüber. Einen Schulterblick machen und rechts rüberfahren. Nicht, dass da noch ein Radfahrer von hinten kommt. Manchmal stehen diese geparkten Autos sehr nah vor der Kreuzung. Da ist es besonders wichtig, sich rechts einzuordnen. Rechne damit, dass dir aus der Seitenstraße jemand entgegenkommt. So kann nichts passieren. Achte beim Einordnen darauf, dass du nicht zu früh einlenkst. Damit könntest du dein und die parkenden Fahrzeuge beschädigen. Wenn du so weit vorfährst, bis das Ende von dem geparkten Auto etwa in deiner Schulterhöhe ist, dann kannst du einlenken, da kann nichts mehr passieren. So bist du auf der sicheren Seite. Die richtige Gangwahl ist auch sehr wichtig beim Abbiegen. Ist die Straße breit genug oder übersichtlich, da können wir im zweiten Gang abbiegen. Wird's eng oder unübersichtlich, dann müssen wir weiter abbremsen und im ersten Gang abbiegen. Dies musst du entscheiden. Du fährst an eine Straße ran und schaltest zunächst in den zweiten Gang. Vergewissere dich, dass die breit genug ist. Dann kannst du im zweiten Gang abbiegen.
Wird es doch unübersichtlich oder eng, kannst du immer noch abbremsen und in den ersten Gang schalten. Übung macht den Meister. Kommen wir zum Linksabbiegen. Wir müssen uns rechts einordnen, dann rechts vor links beachten, da ja hier keine Verkehrszeichen stehen, in der Kreuzungsmitte warten, bis der Gegenverkehr durchgefahren ist. Die Fußgänger und Radfahrer natürlich drüber lassen. Nochmal nach rechts gucken, da kommt ja einer. Dann einen Schulterblick, nicht dass da noch ein Fußgänger kommt. Im großen Bogen abbiegen, jetzt warten und den Gegenverkehr durchlassen. Das funktioniert auch nur, wenn man im großen Bogen links abbiegt. Sonst steht man im Weg rum. Fertig. Wenn der Gegenverkehr auch Linksabbieger ist, biegt man in der Regel voreinander ab. Damit das funktioniert, darf man nicht zu weit in die Kreuzung reinfahren. Da muss man schon früher einlenken. Wenn einer von beiden zu weit in die Kreuzung reinfährt, ist das Voreinander abbiegen nicht mehr möglich. Dann muss man hintereinander abbiegen. Wenn wir an der Ampelanlage links abbiegen möchten, müssen wir auch damit rechnen, dass der Gegenverkehr auch grün hat. In die Kreuzungsmitte fahren, warten bis der Gegenverkehr durchgefahren ist, Fußgänger haben eventuell auch grün und dann im großen Bogen abbiegen. Leuchtet ein grüner Pfeil in der Ampel, dann können wir sorglos abbiegen. Der Gegenverkehr und die Fußgänger haben rot. Hier können wir auch sorglos abbiegen. Aber wo ist denn der Pfeil? Guck mal genauer hin. Da gibt es einen grünen Pfeil, drüben auf der anderen Straßenseite. Da leuchtet er. Das heißt, Gegenverkehr und Fußgänger haben rot. Beim Linksabbiegen musst du dich in deinem Fahrstreifen so weit links einordnen, dass der Gegenverkehr aber nicht gestört wird und eventuell der rückwärtige Verkehr an dir rechts vorbeifahren kann. Abbiegen aus Einbahnstraßen. Achtet immer darauf, in welche Straße ihr reinfahrt. Ist es eine Einbahnstraße oder nicht? Wenn du rechts abbiegst, musst du dich rechts einordnen. Wenn du geradeaus fährst, musst du auch rechts eingeordnet sein. Der Linksabbieger ordnet sich so weit links ein, dass der Gegenverkehr nicht gestört wird. Wenn hier Radfahrer reinfahren dürfen, müssen wir denen Platz lassen. Achte immer darauf, in welche Straße du reinfährst. An jeder Kreuzung kann sich das ändern. Hier am Anfang steht, dass du in eine Einbahnstraße reinfährst. Aber manchmal übersieht man das Schild. Was nun? Ist das eine Einbahnstraße oder nicht? Ja, sieht eng aus, alle Autos parken in einer Richtung. Aber spätestens hier kann man erkennen, dass das keine Einbahnstraße ist. Denn hier fehlt was. Und zwar ein rundes Schild, was wir von hinten sehen würden. Am besten noch 2 Stück, dann ist es ziemlich sicher. Denn wenn wir diese Schilder rumdrehen, das Verbot der Einfahrt. Hallo, ich bin's nochmal kurz. Hier, ziemlich sicher heißt ja nicht absolut sicher. Ne, dieses Zeichen könnte auch das sein. Verbot für Fahrzeuge aller Art. Mit einem Zusatzschild unten drunter dürfen ja die Anlieger reinfahren. Also das sicherste ist das Einbahnstraßenschild am Anfang. Ist es da oder nicht? Okay, weiter geht's. Wenn die Schilder nicht da sind, dann ist es keine Einbahnstraße. Also schön rechts einordnen, denn hier kann Gegenverkehr kommen. Egal in welche Richtung du fährst, hier musst du dich rechts einordnen. Eine Einbahnstraße kannst du auch noch daran erkennen, wenn links auf der Seite zum Beispiel ein Parken erlaubt Schild zu dir gedreht ist. Dann ist es eine Einbahnstraße.
Wenn alle Autos in Fahrtrichtung geparkt sind, ist es keine hundertprozentige Sicherheit. Denn es kommt oft vor, dass die Autos fälschlicherweise links gegen die Fahrtrichtung geparkt sind. Dann bekommt man das Gefühl, dass man in einer Einbahnstraße fährt. Nur wenn ein Auto andersrum steht, dann ist es ja sicher keine Einbahnstraße. Ja? Deswegen noch auf die anderen Hinweise achten. Hier zum Beispiel ein eingeschränktes Haltverbot steht auf der linken Seite zu uns gedreht. Das muss eine Einbahnstraße sein. Wären diese Verkehrszeichen andersrum gedreht, dann ist es eine Straße mit Gegenverkehr. Der sicherste Hinweis ist dieses Verkehrszeichen. Beginn der Einbahnstraße. Wenn du dir aber mal nicht sicher bist, dann bleib lieber rechts eingeordnet. Nicht, dass man aus Versehen im Gegenverkehr steht. Das könnte gefährlich werden, denn dann könnte ja Gegenverkehr kommen. Hier bekommt man den Anschein, dass das eine Straße mit Gegenverkehr ist, weil die Sichtlinie hier unten auf dem Boden nur bis zur Hälfte der Straße geht. Sie geht nicht ganz durch bis zur anderen Straßenseite. Fahren wir nochmal zurück und schauen mal. Ah, hier links ist ein Parken erlaubt Schild. Also müsste das doch eine Einbahnstraße sein. Wir fahren mal noch weiter zurück und gucken uns den Anfang an. Da ist es ja. Es war eine Einbahnstraße. Also müssten wir uns zum Linksabbiegen etwas weiter links einordnen. Es gibt ein paar Besonderheiten bei Bus und Bahn. Wenn rechts neben uns Gleise sind, dann müssen wir den Schienenverkehr erstmal durchlassen. Und aufpassen, da könnten noch Fußgänger über die Straße laufen. Verlaufen die Gleise hier neben der Fahrbahn in der Mitte der Straße, dann darf hier der Durchschlich nur überquert werden, wenn alles frei ist. Und nicht darauf halten, vor den Gleisen stehen bleiben und warten, bis der Gegenverkehr durchgefahren ist. Anders ist es, wenn die Gleise zum Fahrstreifen gehören. Da müssen wir darauf warten, bis der Gegenverkehr durchgefahren ist. Wenn jetzt eine Straßenbahn von hinten kommt, kein Problem, das ist eine unvermeidbare Behinderung. Bei dem Busfahrstreifen ist es ähnlich. Warten, den Bus durchfahren lassen und dann abbiegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir können auf unserer Liste abhaken, das richtige Abbiegen bzw. Einordnen beim Abbiegen nach rechts und nach links. Jetzt weißt du, wo du dich einordnen musst, in Einbahnstraßen zum Beispiel, und wie du dich verhältst gegenüber Bus und Bahn oder gegenüber Fahrradfahrern und Fußgängern, wann du die durchlassen musst. Na dann, auf zum nächsten Video. Und nicht vergessen, hier abonnieren und Glocke betätigen. Alles klar. Mach's gut.